Alles wird immer und immer teurer, nur die Schweißgeräte, die werden kontinuierlich immer günstiger. Und gerade bei den WIC AC/DC Schweißgeräten ist das wirklich Wahnsinn. Das hätte man sich vor einigen Jahren nicht vorstellen können, dass man für 400 bis 500 Euro schon ein WIC AC/DC Schweißgerät bekommt. Das Ganze hat natürlich auch einen riesengroßen Nachteil. Viele Geräte haben sehr abgespeckte Funktionen. Viele Geräte haben Funktionen, die am Ende des Tages nicht richtig funktionieren. Das macht dann also auch keinen Spaß. Viele Geräte hämmern dir permanent die Sicherung raus. Und das Schlimmste ist beim WIC-Schweißen natürlich, wenn das Gerät nicht richtig zündet. Das macht dann wirklich keinen Spaß. Weldinger hat auch angekündigt, verschiedene Low-Budget-Geräte dieses Jahr vorzustellen. Ich habe schon ein Gerät vorgestellt, ein MEW 200, ein MIG-Max-Schweißgerät mit wirklich tollen Funktionsumfang. Jetzt habe ich hier zum Testen ein WIC AC/DC Schweißgerät. Sehr, sehr bezahlbar, aber trotzdem mit unglaublich vielen Funktionen und Möglichkeiten. Und das wollen wir uns heute mal ganz genau angucken. Das ist ein WE 200 AC/DC Eco. Das ist ein neues Gerät, wird Ende Juni auf den Markt kommen. Das hier ist ein Testgerät. Das habe ich vor ein paar Wochen schon mal gehabt, ein bisschen mitgeschweißt. Das Gerät hat eine Lüftersteuerung. Das Gerät hat eine komplette Schweißrampe, die man einstellen kann. Hat eigentlich so alles an Funktionen, wo man von träumt bei einem WIC AC/DC Schweißgerät. Das heißt, man kann hier sämtliche Parameter digital einstellen. Ich kann das Ganze hier einfach durchgehen. Die Schweißrampe kann hier alles komplett einstellen. Ich habe eine Spot-Funktion. Ich habe Zweitakt, Viertakt. Ich habe hier Programme AC/DC, AC/DC Puls, DC, DC Puls. Ich habe die Möglichkeit, hier Elektrode zu schweißen. Also im Prinzip alles, was man sich vorstellen kann. Und noch ein paar sehr spezielle Funktionen. Die wollen wir uns natürlich hier auch angucken. Was habe ich jetzt mit dem Gerät gemacht? Ich habe mich hier heute Nachmittag hingesetzt und habe 3-4 Stunden mit dem Gerät durchgeschweißt. Eine Naht nach der anderen. Viele kleine, schöne Experimente. Und das möchte ich euch in diesem Video so ein bisschen zeigen. Wenn ich so ein Gerät ausprobiere und gucke, ob das wirklich vernünftig funktioniert, dann nehme ich mir erstmal ein Blech, stelle das Gerät ein und dann geht es bei mir los, dass ich auf dem Gerät immer und immer wieder zünde. Und ich gucke, ob das Zündverhalten vernünftig ist. Das Zündverhalten sollte vernünftig sein, wenn man hier wirklich 2-3 mm Abstand hat, wie man normal beim WIC-Schweißen zündet. Aber auch wenn man mal einen Zentimeter Abstand hat, dann sollte das Ganze auch noch vernünftig zünden. Das funktioniert hier schon mal richtig, richtig gut. Und was ich dann natürlich auch mache, ich reguliere das Gerät so weit runter, wie das irgendwie möglich ist. Das heißt, ich gehe hier auf die 10 Ampere. 10 Ampere ist das Minimum, 200 Ampere ist hier das Maximum bei dem Gerät. Und auch mit 10 Ampere zündet dieses Gerät auch noch butterweich. Und das ist natürlich immer schon einer der Punkte, der überhaupt keinen Spaß macht, wenn das WIC-Gerät nicht richtig zündet. Wichtig für das Zündverhalten und auch das Schweißverhalten ist immer ein vernünftiger Masseschluss. Und da empfehle ich wirklich immer eine gute Massezwinge. Die hier dabei ist oder so, die ist für den Preis wirklich alles andere als schlecht. Das ist so eine Weldinger Massezwinge, die hat eine vernünftige Klemmkraft und man hat hier oben auch eine vernünftige Backe, mit der man einen vernünftigen Kontakt herstellen kann. Das Bändchen ist schön lang ausgeführt. Man hat das oft, wenn die Bändchen zu kurz sind, dann kommt man dagegen das Bauteil mit gegen und dann hat man oft, dass die richtig abfackeln. Und diese Massezwinge ist hier so ein absolutes Negativbeispiel. Die kann ich wirklich mit 2 Fingern zusammendrücken. Die hat hier oben nicht ganz optimale Backen und da hat man dann halt einen schlechten Kontakt und hier ist wirklich dieses Bändchen auch noch richtig mit abgeraucht. Also sollte man wirklich auch immer darauf achten. Das ist auch immer so die erste Sache, die ich Leuten empfehle zu optimieren. Und wenn man nicht die Möglichkeit hat zu optimieren, dann sollte man das Ganze abschrauben und überlegen, ob man das nicht vielleicht direkt an den Tisch anschraubt. Ich habe hier 13er Dinsestecker, ich habe hier ganz normal Gasanschluss, hier eine Steuerleitung, das ist also handelsüblich, da kann man auch problemlos ein Schlauchpaket nachkaufen. Ich habe hier ein normales Schlauchpaket im Lieferumfang. Das ist jetzt sicherlich kein High-End, aber für den Preis oder so ist das wirklich alles andere als verkehrt. Das ist ein SR26 Schlauchpaket. Das ist ein guter Kompromiss zwischen Einschaltdauer, das heißt, man kann hier auch wirklich dickere Materialien mitschweißen und nebenbei ist es aber auch so, dass es noch leicht und flexibel ist.
Bei dem Gerät ist natürlich auch noch ein Gasschlauch dabei mit Schnellkupplung, also kann man relativ einfach die Gasversorgung herstellen. Gerät hat auf der Rückseite auch eine Schnellkupplung. Ist alles eher nicht ganz so interessant. Interessant ist wirklich, was man damit schweißen kann und wie die Schweißergebnisse sind. Ich habe jetzt hier immer eine Naht geschweißt nach der anderen. Das ist jetzt 6 mm Stahlblech und das ist ein 2 mm Vierkantrohr. Das habe ich mir schön geheftet, habe 130 Ampere eingestellt und dann habe ich hier eine schöne Kehlnaht geschweißt. Und ich würde mal sagen, das sieht mal richtig, richtig gut aus. Also das sind wirklich tolle Schweißeigenschaften. Das funktioniert auf Anhieb richtig gut. Das ist im normalen DC-Modus, also im normalen Gleichstrommodus. Warum sind die Anlauffarben hier so hell? Habe ich das hinterher gebürstet? Nein, habe ich nicht. Ich habe einfach eine Gaslinse verwendet. Und wenn man dann wirklich kontrolliert hier die Wärme einbringt, dann kriegt man auch bei Stahl wirklich sehr, sehr helle Nähte. Wenn die so verbrannt sind und so mit so einer richtigen Zunderschicht drüber sind, dann ist das meistens eine schlechte Gasabdeckung und eine zu hohe Wärmeeinbringung. Also so sollte das Ganze im Idealfall aussehen. Jetzt wird der ein oder andere sagen, 2 mm, 6 mm, hast du nichts Dickeres oder geht das mit dem Gerät nicht? Ich habe jetzt hier noch mal was geschweißt. Das ist 20 mm Vierkantrohr, 20 x 40 aus Edelstahl, also 1.4571. Chrom-Nickel-Stahl wäre die fachlich korrekte Bezeichnung. Und das habe ich mit Stahl verschweißt. Ganz normales Stahlblech. Und dann ist es eine sogenannte Schwarz-Weiß-Verbindung. Habe da einen speziellen Zusatz zugenommen. Und dann kann man hier wirklich bildschöne Nähte schweißen. Und dafür habe ich natürlich die kompletten 200 Ampere des Gerätes genommen. Und dann merkt man auch, dass das Gerät wirklich richtig, richtig viel Dampf hat. Mir sind die 200 Ampere fast schon zu viel. Und jetzt habe ich nicht weniger Leistung genommen. Jetzt habe ich auf der Rückseite noch mal eine Naht geschweißt. Und da habe ich auch 200 Ampere genommen, habe mir aber den Puls eingestellt, weil das Gerät hat auch eine Pulsfunktion natürlich. Das heißt, ich gehe hier einfach auf DC-Puls und dann ist der Puls eingestellt, dann kann ich hier die Parameter einstellen, kann hier die Frequenz einstellen und kann dann mit Puls das Ganze schweißen. Da habe ich ein bisschen weniger Leistung dann natürlich, weil der Strom ja immer wieder absinkt. Da kann man es dann ein bisschen ruhiger schweißen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, 200 Ampere an sich oder so, da kann man schon wirklich massiv Material mit verschweißen. Jetzt kommt immer oft die Frage, hat so ein Gerät überhaupt 200 Ampere oder steht das nur an der Anzeige? Das habe ich natürlich auch gleich mal gemessen und da können wir gucken. Da habe ich 203 und 202,4 Ampere. Also immer so wirklich in dem Bereich, ist schon sehr, sehr genau. Ist mir auch selten passiert. Meistens haben die Geräte so 5 bis 10 Ampere weniger und dass das so ein Gerät so das relativ genau trifft, ist eher selten. Also da war ich auch sehr, sehr zufrieden mit. Ich denke mal, wenn man so die Schweißergebnisse sieht, die sehen auch wirklich super aus. Was übrigens auch sehr interessant ist bei dem Gerät, ich kann den Durchmesser der Wolfram-Elektrode auswählen. Da gehe ich hier einfach im Menü durch. Also ich drücke hier immer auf den Taster und dann geht er immer zum nächsten Parameter und dann kann ich immer den Parameter einstellen und bin dann hier irgendwann bei der Wolfram-Elektrode und kann dann hier die verschiedensten Durchmesser wählen. Von 1 mm bis 3,2 mm. Ich will jetzt hier die 2,4 mm Wolfram-Elektrode, die verwende ich immer. Ich verwende in der Regel pinke Wolfram-Elektroden. Da habe ich eine Elektrode für alles, mit der kann ich Stahl, mit der kann ich Edelstahl und auch Aluminium schweißen. Die Elektroden haben hervorragende Zündeigenschaften und diese Funktion soll das Zünden nochmal verbessern und die Schweißeigenschaften auch auf die Elektrode optimieren. Haben wirklich wenige Geräte und wenige Geräte im bezahlbaren Bereich. Was ich als nächstes gemacht habe, ist dann natürlich die Spot-Funktion ausprobiert. Spot-Funktion kann man hier auch sehr einfach einstellen. Also ich habe hier die verschiedensten Programme, dass ich sagen kann, ich kann hier AC, AC-Puls, DC, DC-Puls und jetzt kann ich hier einfach runtergehen und kann auf Spot gehen und dann kann ich mit dem Gerät spotten. Zum Spotten habe ich hier oben die Anzeige, dass ich hier von 0,1 bis, glaube ich, 10 Sekunden einstellen kann und kann dann hier die Parameter auch noch frei wählen. Das macht das Ganze beim Einstellen immer ein bisschen umständlicher, aber die Möglichkeiten sind natürlich absolut genial. Das heißt, ich wähle hier im Prinzip einen Zeitfaktor, in dem das Ganze hier abgelaufen wird und dann kann ich hier einfach die Schweißrampe auf 0 stellen, kann hier die Leistung wählen. Und wenn ich möchte, sogar auch den Puls wählen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe erstmal eine Naht hier an diesem Blech gespottet.
So, das ist 0,7 mm Edelstahlblech. Da habe ich 2 einfach in den Schraubstock eingespannt und habe die hier oben verspottet. Sieht auch vom Ergebnis wirklich sehr gut aus. Grundvoraussetzungen sind hier die Zündeigenschaften. Die sind hier ja wirklich gut gegeben und dementsprechend kann ich hier einen kleinen Spot nach dem anderen machen. Und ich habe dann halt auch die Möglichkeit, das habe ich als zweites gemacht, dass ich hier DC-Puls auswählen kann. Und mit DC-Puls habe ich jetzt die Möglichkeit, beim Spotten hier auch einen Puls einzustellen. Das habe ich früher schon mal mit einem Rem Tiger gezeigt. Das ist also wirklich auch eine tolle Funktion. Durch den pulsierenden Strom, auch in dieser kurzen Zeit mit einer sehr hohen Frequenz, läuft das beim Spotten noch mal ein bisschen besser zusammen. Und da merkt man auch gleich noch mal so einen kleinen Effekt, dass es noch mal so einen Hauch besser funktioniert. Also auch eine sehr, sehr schöne Spot-Funktion. Die habe ich übrigens nicht nur an diesem 0,7 mm Blech ausprobiert. Damit habe ich einfach mal Schweißdrähte wieder zusammengespottet. Das sind 1,6 mm und 2 mm Schweißdrähte und die habe ich einfach immer miteinander verpunktet. Da kriege ich auch immer wieder Fragen zu, da werde ich noch mal ein kleines Video zu machen. Aber da sind wirklich auch die Zündeigenschaften wichtig, dass die Spot-Funktion vernünftig funktioniert. Und hier habe ich das auch gemacht, diesen Spot mit so einem kleinen Puls ausgeführt. Da mache ich noch mal ein extra Video zu, das ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Wenn man da einmal die Einstellungen hat und wirklich bei der Vorgehensweise richtig vorgeht, dann seht ihr das an diesen Videoeinblendungen hier, dann funktioniert das wirklich unglaublich gut. Kann man hier wirklich einen Spot nach dem anderen machen, kann dieses Material wirklich problemlos miteinander verpunkten. Da braucht man kein High-End-Gerät, da braucht man kein Gerät für mehrere tausend Euro. Da kann man das wirklich mit so einem sehr, sehr bezahlbaren Gerät machen und das funktioniert auch wirklich extrem gut. Und das Letzte, was ich natürlich mit dem Gerät ausprobiert habe, was mich immer am meisten interessiert, wo man immer wirklich sagt, das können günstige Geräte nicht und das beweisen auch wirklich viele, ist das Aluminiumschweißen. Und beim Aluminiumschweißen brauche ich jetzt im Prinzip nur auswählen, ob ich AC mit oder ohne Puls nehme. Ich nehme erstmal AC ohne Puls, habe dann hier wieder die komplette Schweißrampe, die ich einstellen kann und dann habe ich hier einmal Herz, wie ich sagen kann, wie oft der positive in den negativen Bereich wechselt und ich kann die Balance einstellen. Das sind so 60 bis 80 Hertz und dann ungefähr 40% bei der Balance. Und ansonsten kann ich die komplette Schweißrampe hier einstellen, entweder mit Werten, die man als Erfahrungswert hat, die man gerne nutzen möchte oder ansonsten gibt es halt auch meine schönen WIG-Werkstattkarten. Da haben gerade Anfänger, Einsteiger, Gelegenheitsschweißer wirklich genau Werte, die man da einfach einstellen kann und dann kann man da gleich problemlos loslegen. Was ich wirklich immer nicht empfehlen kann, sind Geräte, die diese ganzen Möglichkeiten nicht bieten. Das fällt euch früher oder später wirklich auf die Füße. Und genauso ist es so, wenn die Geräte keine vernünftige Kalotte bilden. Ich zünde mit so einem WIG-Gerät immer erstmal, habe hier wie gesagt eine pinke Wolfram-Elektrode, eine grüne ist auch noch ganz gut, wurde früher eher verwendet, die kann man aber wirklich nur fürs Aluminiumschweißen nehmen. Ich zünde hier einmal und dann sollte das Gerät so eine richtig schöne Kalotte, so eine richtig schöne Abrundung bilden. Und das ist wirklich die Grundlage, um vernünftig Aluminium zu schweißen. Dann kann man hier loslegen. Ich habe mir hier so einen schönen Würfel zusammengeheftet. Die Bleche habe ich mir erstmal zugeschnitten. Ich habe hier so eine Bandsäge mir mal an eine Wand gehangen. Das sind 2 mm Bleche, 80 x 80. Und da hefte ich mir dann immer gerne diese Würfel zu. Und dann kann man da die verschiedensten Aluminiumnähte schweißen. Und das sieht wirklich alles top aus. Aluminium braucht natürlich immer ein bisschen Übung, bis man das hinkriegt. Aber das Wichtigste ist ja, dass es das Gerät im Grunde kann. Das ist immer so das A und O. Wenn man sich schon ein Gerät kauft, das nicht vernünftig schweißt, dann wird es immer auch deutlich, deutlich schwieriger, da überhaupt jemals irgendwo vernünftige Ergebnisse zu erzielen. Und ich denke mal, wenn man sich das so anguckt, ich habe immer so ein bisschen noch mal die Einstellung verändert, noch mal so ein bisschen rumgespielt und das hat wirklich alles gut funktioniert. Habe dann irgendwann natürlich auch noch mal den Puls ausprobiert, weil das ist für Aluminium auch immer eine schöne Option, einen langsamen Puls. Da hat man immer einmal ein bisschen mehr Leistung, einmal ein bisschen weniger, dann fließt einem der Aluminiumwerkstoff nicht so stark weg. Da kann man also wirklich auch schön mitarbeiten. Habe ich auch noch mal Nähte mitgeschweißt, dann kriegt man hier wie, als wenn man so eine Tropfenform hat hin. Also kann man wirklich auch richtig schön mit Aluminium schweißen.
Schweißen bin ich wirklich extrem begeistert. Und am Ende des Tages muss ich sagen, das ist wirklich ein tolles Wick AC/DC Schweißgerät. Das ist ein Muster, das hatte ich schon mal vor ein paar Monaten. Der Bert Scharner hat mich gefragt nach meiner Meinung, was ich von dem Gerät halte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihm gesagt, von wegen, wenn du das jetzt auf den Markt bringst, von wegen, dann wird keiner mehr deine anderen Geräte kaufen, weil das Gerät schon so dermaßen viel bietet. Ganz so ist es natürlich nicht. Es ist ein Budgetgerät, aber für den Preis bietet es wirklich eine Menge. Das Gerät soll es jetzt in 1-2 Wochen geben, kann man schon vorbestellen. Ich verlinke das Ganze hier unter und ich bin da wirklich schwer begeistert von. Ich habe das mit verschiedenen Leuten hier auch in meiner Werkstatt ausprobiert und die waren wirklich auch sehr, sehr angetan. Habe mir das extra jetzt nochmal besorgt, weil mich viele gefragt haben von wegen, was ist jetzt mit diesem neuen Gerät, und darum habe ich für euch hier dieses Video aufgenommen. Ich hoffe, das war interessant. Gerät verlinke ich hier unter, Wick Werkstattkarte verlinke ich hier unter und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schweißen. Wenn da noch Fragen zu sind, es wird sicherlich noch mehrere Videos zu dem Gerät geben. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen. Euer Manni.